Hallo! Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man mit den Bluetooth LE-Tags den Innenraum des Wohnmobils überwachen kann. Wir haben da oben eins hingestellt, im Doppelboden eins reingemacht und hier im Kühlschrank. Jetzt geht es darum, wie ich die Werte, die diese Tags im 6-Sekunden-Takt übermitteln, weltweit verfügbar mache, sodass ich sie von überall abfragen kann. Willkommen zu meinem Worldwide WOMO Video. Wie kommen die Daten von unserem Ruby-Tag im Wohnmobil oder Wohnwagen denn nun eigentlich in das Internet? Dazu benötigen wir einen Server. In meinem Fall ist das jetzt hier ein Raspberry Pi Modell 3B. Dieses Gerät bietet für seine kleine Größe und seinen doch recht günstigen Preis erstaunlich viel. Unter anderem bietet es Bluetooth. Das bedeutet, der Raspberry Pi ist in der Lage, die vom Ruby-Tag im 6-Sekunden-Abstand ausgestrahlten Bluetooth LE-basierten Botschaften entgegenzunehmen und dann auch weiterzuverarbeiten. Um die Daten abzulegen, benötigen wir mehrere Komponenten. Die erste Komponente ist der Ruby Collector. Der Ruby Collector ist eine Java-basierte kleine Software, die es zum freien Download im Internet gibt. Er empfängt die Bluetooth Low Energy Daten und schreibt diese in eine lokale oder entfernte Datenbank. Im konkreten Fall ist es eine InfluxDB Version 1.8. Die Kommunikation zwischen dem Ruby Collector und der InfluxDB geschieht über TCP/IP, das heißt über Netzwerk. Das bedeutet, diese beiden Komponenten können auf demselben Rechner installiert sein, könnten aber auch an unterschiedlichen Stellen im Netz installiert sein. Zum Beispiel der Ruby Collector auf einem Raspberry in eurem Wohnmobil und die InfluxDB auf einem Raspberry bei euch zu Hause oder auf einem kleinen Server, den ihr vielleicht irgendwo gemietet habt. Im konkreten Fall wäre der Raspberry nun in unserem Fall in einem Raum in der Nähe des Wohnmobils, sodass die Strecke vom Ruby-Tag bis zum Raspberry Bluetooth LE überbrückt werden kann. So kann dieses Gerät die Werte der Ruby-Tags entgegennehmen, der Kollektor schreibt diese dann in die lokale Datenbank. Die nächste Komponente dient zur Visualisierung und damit dazu, dass wir die Werte schön in unserem Browser, auf dem Smartphone, Tablet oder auf dem PC anschauen können. In unserem Fall ist das Grafana. Das Logo ist eigentlich viel schöner, aber meine Tinte ist leider aus. Grafana kommuniziert nun mit der Influx-Datenbank wiederum über TCP/IP. Das bedeutet so viel wie gerade. Grafana und InfluxDB können auf demselben Rechner sein, müssen es aber rein theoretisch nicht, man könnte es auf unterschiedlichen Rechnern installieren. Im Normalfall würden aber die beiden Komponenten sicher auf demselben Rechner sein, es kann ein Raspberry Pi sein oder auch hier die Möglichkeit, einen gemieteten oder sonstigen vorhandenen Server im Internet zu verwenden. Die Abfrage der Grafana-Daten ist das, was ihr schon gesehen habt, das ist nämlich per HTTPS mit dem Browser vom Smartphone oder von einem anderen internetfähigen Gerät aus. Hier könnt ihr eure Werte, die ja ursprünglich hier vom Tag generiert wurden bzw. gemessen wurden, abfragen. Das geht, indem Grafana aus der Influx-Datenbank Werte ausliest. Die InfluxDB wiederum ist eine Datenbank, die genau darauf spezialisiert ist, Messwerte in Zeitreihen zu speichern. Das heißt, es ist eigentlich ein relativ einfaches System, was aber optimal dafür geeignet ist, viele Messreihen einfach abzuspeichern mit immer denselben Daten. Und was wir bekommen vom Ruby-Tag ist ja ein Datensatz, der eben Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck, Beschleunigung und so weiter enthält. Und dieser Datensatz wird durch den Kollektor entgegengenommen, per Bluetooth und dann per TCP/IP hereingeschrieben. Das ist also unser gesamtes Setup, das heißt, der Ruby-Tag spricht per Bluetooth mit dem Raspberry, der Raspberry-Kollektor sammelt die Daten, schreibt die in die Influx-Datenbank und Grafana greift, wenn der Benutzer es haben will, auf die Influx-Datenbank zu und visualisiert die ganze Geschichte auf eine sehr, sehr hübsche Weise und extrem flexibel und konfigurierbar. Kleines Sahnehäubchen obendrauf, Grafana ist auch noch in der Lage, Alarmierungen einfacher Art zu generieren, das heißt, wenn bestimmte Schwellwerte über- oder unterschritten werden, zum Beispiel Temperaturen oder Feuchtigkeitswerte, dann kann Grafana einen Alarm generieren, diesen per E-Mail verschicken oder zum Beispiel an einen Telegram-Bot geben, der euch dann direkt auf eurem Smartphone tatsächlich in Echtzeit alarmieren kann.
Ich zeige euch dann gleich, wie das funktioniert. So, jetzt zeige ich euch, wie man den Raspberry Pi als Ruby Gateway aufsetzt. Die Grundinstallation des Raspberry Pi habe ich euch ja schon gezeigt im anderen Video. Als erstes installieren wir die Influx-Datenbank. Das geht mit dem sudo apt install influxdb Client Befehl. Nun ist die Datenbank installiert und man sieht, sie ist auch schon gestartet und aktiv, wie man hier sieht, Active Running. Mit dieser Datenbank sammeln wir ja die Daten vom RubyTag ein. Der nächste Schritt ist, dass wir eine Datenbank anlegen für unsere Tags. Dazu starten wir Influx, den Client für die Datenbank, und sagen Create Database Ruby. Damit ist eine leere Datenbank für die Sammlung unserer Ruby-Tags angelegt. Diese ist hier auch da, was man mit Show Databases kontrollieren kann. Im nächsten Schritt müssen wir nun dafür sorgen, dass eine Visualisierung installiert wird, Grafana. Dazu ermitteln wir erstmal das Betriebssystem unseres Raspberry. Wir sehen hier hinten, es ist ein ARM V71. Das heißt, wir müssen jetzt auf der Grafana Homepage im Download-Bereich die richtige Version suchen. Und dazu müssen wir noch zwei Hilfsprogramme installieren, die wir hier sehen, adduser und lib von config1. Wenn wir auf der Grafana Homepage die richtige Variante gefunden haben, nämlich die Pakete für ARM, dann heißen die in dem Fall hier grafana-756-armhf.deb. Das können wir direkt runterladen mit wget. Jetzt haben wir das auf dem Rechner und mit sudo dpkg-i wird dieses Paket nun installiert. Damit haben wir InfluxDB und Grafana auf dem Server installiert. Es ist, wie gesagt, ein Raspberry Pi 3B+. Nun müssen wir den Grafana Server noch starten. Das geht mit sudo bin systemctl daemon reload. Und dazu müssen wir ihn auch enablen. Meistens ist er schon enabled. Sieht man hier auch schon. Und damit können wir jetzt theoretisch auch starten mit sudo bin systemctl start Grafana Server. Jetzt läuft ein lokaler Grafana Server auf unserem Raspberry. Um das zu prüfen, machen wir jetzt ein sudo netstart-tunab und suchen nach dem Port 3000. Das ist der Grafana Standardport und wir sehen hier auf Port 3000 einen Grafana Server lauschen. Wir können nun das Installationspaket einfach löschen und den nächsten Schritt machen. Der nächste Schritt ist, dass wir das Bluetooth Dump-Modul Blues HCI Dump installieren. Blues selber ist normalerweise schon installiert, deswegen kommt das hier nicht. Wenn das nicht da ist, müsst ihr auch noch sudo apt install Blues mit Z machen. Die beiden setup-Befehle kamen schon im letzten Video vor. Die dienen dazu, dass man leichter auf das Tool zugreifen kann, auch ohne Adminrechte. Mit HCI Tool Dev kontrollieren wir, ob wir eine Bluetooth-Schnittstelle haben. Wenig überraschend hat unser Raspberry Pi eine, so wie alle anderen auch. Und hier ist diese MAC-Adresse. Nun scannen wir testweise mal nach lokalen Bluetooth Low Energy Geräten hier im LAN und stellen fest, unser Fernseher läuft offensichtlich, zumindest meldet er sich. Und auch ein RubyTag mit F24A B8 ist zu sehen. Das ist nämlich unser Test-RubyTag, mit dem wir jetzt weiterarbeiten werden. Also funktioniert grundsätzlich mal das Bluetooth Low Energy auf diesem Raspberry Pi einwandfrei. Im nächsten Schritt installieren wir nun den Ruby Collector. Das ist eine Java-Applikation. Den müssen wir zunächst mal runterladen. Den genauen Link habe ich euch dann hier unten noch verlinkt in der Videobeschreibung. Wir laden runter den Collector selber, ein JAR-File und ein ZIP-File, in dem sich Konfigurationsdateien befinden. Die packen wir aus in einem Verzeichnis Ruby Collector minus Versionsnummer. Liegt jetzt alles unterhalb von HomePy. Wir löschen die Files, wir moven die Files in das Verzeichnis rein und anschließend löschen wir die Installationsdatei, das ZIP. Um auf den Ruby Collector zugreifen zu können, machen wir noch einen symbolischen Link auf den Namen Ruby Collector. Dann müssen wir nicht jedes Mal was ändern, wenn die Version sich ändern sollte. Nun installieren wir noch DOS2Unix. Das ist so ein kleines Hilfsprogramm, um die mitgelieferten Files in Unix zu übertragen. Wir kopieren Ruby Collector Properties Example und Ruby Collector die Collector Properties. Wir kopieren Ruby Names Properties Example in Ruby Names Properties.
Das heißt, wir haben jetzt die beiden Konfigurationsdateien. Wir machen DOS to Unix auf die, damit die jetzt im Unix-Format vorliegen. Und jetzt können wir mit Ruby Names Properties und Ruby Collector Properties konfigurieren. Erst Ruby Collector Properties, hier tragen wir die Influx-Datenbank URL ein. In unserem Fall ist das die gleiche Maschine, also localhost 8086. Die Datenbank heißt Ruby, haben wir vorher angelegt. Das automatische Measurement wollen wir Ruby Measurement nennen, das ist einfach mal so vorgegeben. Brauchen wir auch nicht ändern. Wir brauchen kein Influx-Passwort und keinen Influx-User. Wir haben keine Anmeldung im Influx konfiguriert. Hier kann man konfigurieren mit Measurement Update Limit, wie oft denn ein Datensatz geschrieben werden soll. Ich würde da mal etwas höher die Zahl nehmen, um das nicht so schnell zu überfüllen, das kleine Raspberry-System. Also hier machen wir 60.000, das heißt einmal die Minute wird ein Datensatz geschrieben. Im Filter-Mode bleiben wir auf None, das heißt wir filtern mal nichts. Beim Storage Method bleiben wir auf InfluxDB, denn wir nehmen ein InfluxDB. Und beim Storage Value können wir Extended verwenden, dann haben wir auch gleich noch sowas wie einen Taupunkt und so weiter. Ihr könnt aber auch Raw nehmen, dann werden nur die Originaldaten des Tags gespeichert. In Advanced Configuration müssen wir eigentlich nichts machen. Jetzt schreiben wir das hier mit Ctrl-O einfach auf die Platte und geht dann mit Ctrl-X aus dem Editor Nano wieder raus. Wer VI beherrscht, kann gern VI verwenden. In Ruby Names können wir jetzt noch Namen für unsere Tags vergeben, sodass wir die später einfacher identifizieren können und nicht die MAC-Adressen auswendig kennen müssen. Diese 3 Beispiele hier kann man im Prinzip löschen, die sind einfach nur drin, damit man weiß, wie es aussieht. Wir kopieren jetzt unser Ruby-Tag MAC-Adresse rein, die haben wir schon ermittelt und nennen es einfach mal Testsensor, sodass wir das nachher in der Grafana-Datenbank unter dem Namen Testsensor auch identifizieren können. Auch hier mit Ctrl-O die Datei rausschreiben und mit Ctrl-X aus dem Nano-Editor rausgehen. Das war es im Wesentlichen für die Ruby Collector Geschichte. Das einzige Problem ist, er läuft nicht, weil hier kein Java installiert ist. Wenn ihr meine erste Anleitung befolgt habt, passiert euch das nicht. Da habt ihr nämlich Java schon drauf. Sollte das nicht der Fall sein, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein OpenJDK JRE nachzuinstallieren, also ein Java Runtime Environment. In diesem Fall ist es die Version 11. Das wird direkt aus dem Raspberry Pi Repository installiert. Dauert ein bisschen, aber habe ich jetzt hier gekürzt. Am Ende ist ein OpenJDK Java Runtime Environment drauf. Jetzt können wir den Ruby Collector aufrufen und wenn es funktioniert, sehen wir jetzt, dass er hier sagt, BLE Listener Start successfully und er sagt hier successfully reading data from HCI dump. Mehr sieht man nicht, die Daten werden direkt in die Influx-Datenbank geschrieben, hier gibt es keine weitere Ausgabe. Das ist aber nur ein Testlauf, den brechen wir mit STRG C wieder ab, denn wir wollen jetzt eigentlich noch sehen, ob es tut. Also gehen wir in Influx und gehen in unsere Datenbank Ruby mit Use Ruby und dann selecten wir einfach mal von Ruby Measurement, nämlich die einzige Tabelle, die da drin ist, und gucken mal, ob da jetzt Daten aufgetaucht sind. Und siehe da jede Menge. Ich habe geschummelt, es läuft schon ein paar Stunden, deswegen sind es mehr als nur 2 Zeilen. Man sieht hier, der Testsensor hat seine Daten geschrieben. Unter anderem sieht man hier eben Beschleunigungswerte, Temperaturwerte und Feuchtigkeitswerte und auch jeweils immer einen Datenpunkt Zeitstempel. Also alles sehr schön gelaufen hier. Jetzt können wir da im Prinzip dann wieder raus. Wir wissen, dass es tut. Wir müssen jetzt noch dafür sorgen, dass Ruby Collector als Dienst automatisch gestartet wird, auch beim Systemstart und nicht hier von Hand jedes Mal gestartet werden muss. Dazu legen wir einen Ruby Collector Dienst an, kopieren wir hier einen Inhalt in den Ruby Collector Service rein. Das ist sinngemäß auch auf dem Tutorial beschrieben. Ich verlinke euch das aber auch nochmal, dass ihr da wisst, was da reinkommt. Im Grunde genommen werden hier Informationen gegeben, was gestartet werden muss, bevor der Ruby Collector gestartet sein kann, nämlich die InfluxDB, und wie der Ruby Collector gestartet wird, nämlich mit einem Java-Aufruf und in welchem Verzeichnis er arbeiten soll, in HomePy Ruby Collector und wie der Service heißt, nämlich rubycollector.service. Rausschreiben, Ctrl-O, Ctrl-X, das kennt ihr jetzt schon. Jetzt haben wir hier einen Service, den wir registrieren können. Und diesen registrierten Service kopieren wir also erstmal in etc systemd system mit sudo, weil da muss der Root-User reinschreiben. Und dann können wir den Service aktivieren und auch starten. Mit sudo systemctl start Ruby Collector Service starten wir ihn. Erstmal müssen wir ihn aber enablen. Okay, hat schon funktioniert, haben wir schon mal gemacht aus Versehen. Also starten wir ihn mit sudo system control start Ruby Collector, hat er gemacht ohne zu motzen.
Gutes Zeichen. Jetzt müsste er eigentlich laufen. Mit Status sehen wir Active Running und da unten sagt er auch BLE Listener started und so weiter und so fort. Also das sieht ganz gut aus. Man sieht hier auch wieder den Java-Befehl, den er hier in Wirklichkeit macht und das HCI-Dump als Unterprozess aufgerufen wird. Das HCI-Dump liest nämlich die Bluetooth Low Energy Daten vom Bluetooth-Device. Haben wir ja vorher auch gesehen. So, Netzwerkports kontrollieren. Die 8086 ist Listen, das ist die InfluxDB. Das ist gut, das heißt, es funktioniert und wir sehen jetzt hier auch, dass der schon schreibt. Der Java-Prozess schreibt in die 8086 und auch der Grafana-Server auf Port 3000 ist noch da. Alles schön. Jetzt machen wir einen Reboot-Test, das heißt, wir starten den Raspberry Pi neu mit sudo reboot und hoffen, dass nach dem Neustart immer noch alles genauso tut wie geplant. Das heißt, auch hier müssen wieder die beiden Netzwerkports 8086 und 3000 mit den jeweiligen Daemons sichtbar sein. Wir machen es gleich also nochmal nach dem Neustart. Alles klar, 8086 da, auch ein Java-Prozess schreibt schon, der Ruby Collector läuft und der Grafana-Server läuft auf Port 3000 auch. Das sieht ja alles schon mal ganz gut aus. Systemctl Status Ruby Collector Service sieht auch gut aus, er läuft. Die Fehlermeldung hier unten würde ich erstmal ignorieren, das kann auch ein Timing-Thema sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles so eingerichtet wie geplant und unser Raspberry Pi ist nun ein InfluxDB Grafana Server, der einen Ruby Collector hat, mit dem er Ruby-Tags in Reichweite in die Datenbank schreiben kann. Gehen wir nun auf die Grafana-Seite, indem wir die lokale IP-Adresse des Raspberry Pi mit dem Port 3000 aufrufen, melden uns mit dem User Admin und dem Kennwort Admin erstmal an und kommen zum ersten Mal in unser neues Grafana. Um nun Daten überhaupt in das Grafana reinzukriegen, müssen wir eine Datenquelle addieren. Dazu gehen wir in Add Data Source, suchen nach InfluxDB und nehmen eine InfluxDB. Diese heißt witzigerweise InfluxDB und läuft auf dem Localhost Port 8086, genau wie es da vorgegeben ist in hellgrau. Das kann man einfach übernehmen. Wir haben hier einen Serverdienst, das lassen wir. Wir haben keine Authentisierung, wir brauchen kein Passwort, keinen User eingeben, haben wir alles weggelassen. Könnt ihr natürlich machen, aber ich habe es hier mal einfach gehalten. Hier unten steht noch die Datenbank, die heißt nämlich Ruby, daran können wir uns noch erinnern, haben wir nämlich vorangelegt mit Create Database. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Wenn wir jetzt Start und Test sagen, dann versucht Grafana diese Datenbank zu verbinden, sagt, hat wunderbar geklappt, grüner Haken, wir haben eine Datenquelle. Jetzt sind wir also in der Lage, aus der InfluxDB Daten auszulesen und können jetzt unser erstes Dashboard oder auch Cockpit anlegen, wo wir Daten visualisieren. Ein Cockpit ist eine Zusammenfassung von mehreren Panels, das heißt, hier können wir also mehrere Anzeigen zusammenfassen, wie im echten Cockpit auch. Wir schreiben also hier mal Wobo rein, machen kein großes Geschiss drum und speichern dieses Cockpit einfach mal ab, dieses Dashboard. Das ist erstmal leer. Jetzt können wir unser erstes Panel addieren, also unsere erste Anzeige, sozusagen wie so ein Tacho oder ein Drehzahlmesser oder ein Ölstand. In dem Fall nehmen wir jetzt mal ein Panel, in dem wir die Temperatur ausgeben, die unser Ruby-Tag uns liefert und in die InfluxDB schreibt. Man kann hier ganz verschiedene Visualisierungsmethoden verwenden. Wir nehmen jetzt einfach mal einen einfachen Graphen. Wir sagen, die Datenquelle ist die InfluxDB. Wir suchen Autogen, das sind die automatischen Measurements, Ruby Measurements. Wir suchen nach dem Namen Testsensor, ist auch der einzige hier. Dann sagen wir genau, was wir haben wollen. In unserem Fall ist es die Temperatur, die wir haben wollen. Hier sieht man auch, wie viel Auswahl wir jetzt schon haben in der Datenbank. Die Temperatur wählen wir also aus. Und dann können wir nämlich genau hier schon sagen, dass wir diese Kurve sehen wollen. Und schon sehen wir auch was, das ist ganz toll. Jetzt können wir noch Zeitabstände auswählen, wie oft er einen Datenpunkt eben setzen soll. Wir können einen Alias, also einen Namen für den Wert setzen, in dem Fall vielleicht Temperatur, naheliegenderweise. Und schon haben wir unsere erste Kurve in Grafana. Das war ja relativ einfach. Da kann man jetzt noch eine Menge rumtunen. Das einfachste ist natürlich erstmal, dass wir hier unterschiedliche Arten von Graphen hätten. Ich nehme jetzt einfach mal den oberen, diese normale Kurve, aber seht, es gibt auch andere Möglichkeiten der Visualisierung. Unit sollten wir setzen, das geht da oben bei Field, also die Einheit. In dem Fall ist es Grad Celsius. Also einfach nach Temp suchen, kriegt ihr alle Temperatureinheiten. Wenn ihr das ausgewählt habt, automatisch seht ihr, die linke Achse ist jetzt mit Grad Celsius auch sauber beschriftet. Das ist immer gut, dann braucht man sich keine Gedanken machen, wenn man die richtige Einheit einfach ausgewählt hat. Hier kann man jetzt noch ganz lustige Sachen machen. Balken ein- und ausschalten, die Dicke der Linie ändern, den Füllgrad hier manipulieren. Hier könnt ihr also
rumspielen, bis der Arzt kommt und lustige Anpassungen machen. Dieses Grafana ist extremst flexibel, da kann man wahnsinnig viel tun und es macht natürlich auch Spaß, da so ein bisschen rumzuprobieren, was dann irgendwie cool aussieht. Achsen an, Achsen aus. Man kann natürlich auch eine Legende einblenden, das ist auch sehr naheliegend. Mache ich eigentlich immer. Da kann man auch minimale und maximale Werte angeben. Das kann man hier unten tun. Also Legende anschalten, Min-Werte, Max-Werte. Dann sieht man erstmal hier Temperatur. Jetzt schalten wir das ein. Das ist rechts davon. Bisschen ungeschickt. Man kann es aber auch unter das Ding machen. Hier unten rechts. Da ist es eigentlich ganz gut aufgehoben. Also ich würde sagen, das ist doch mal eine ganz gute Geschichte. Unser erstes Panel ist fertig, zeigt die Temperatur. Und weil es so schön war, kann man jetzt auch gleich mal ausprobieren. Wenn man den Anzeigezeitraum variiert, dann sieht man eben die Verlaufskurve über eine kurze Zeit oder entsprechend eben über eine längere Zeit. Das lässt sich also hier jederzeit machen. Das ist jetzt eben seit Beginn der Aufzeichnungen sozusagen. Da sieht man die Temperatur in meinem Wohnzimmer, sehr stark schwankend, wenn auch nicht so extrem, weil man muss immer links auf die Achse schauen. Die kann man jetzt auch festsetzen, wenn man absolute Achsen haben will und nicht so relative. So, ein weiteres Panel fügen wir noch hinzu. Weil es Spaß macht, nehmen wir jetzt mal so ein Gauge, also so ein Ausschlagding da. Und zwar für die Spannung unseres Ruvitex, die ja mit einer Knopfzelle irgendwo zwischen 2,5 und 3,2 Volt liegen kann. Was machen wir also? Wir selecten wieder Ruvi Measurement, den Testsensor und suchen nach Battery Voltage. Dann sehen wir schon, da kommt schon 3,09 raus. Das Ding ist noch relativ neu, ziemlich cool. Da können wir jetzt sagen, wie oft wollen wir das nehmen. Also vielleicht nicht ganz so oft. Und vielleicht wollen wir auch keinen Durchschnittswert bilden, sondern einfach den letzten Wert haben. Dann machen wir einfach hier ein Last rein. Dann ist einfach der letzte Wert die aktuelle Batteriespannung. Nennen wir da oben vielleicht noch Ruvitec Spannung oder so ähnlich. Und was ich jetzt noch zeigen will, ist, dass man hier auch noch so coole Werte vergeben kann. Erstmal setzt man wieder die Einheit. Diesmal sucht man nach Voltage. Dann sind wir bei 3,09 Volt. Das haben wir jetzt auch schlagartig hier erreicht. Das V ist aufgetaucht. Jetzt können wir die Dezimalstellen vielleicht noch anpassen oder auch das Minimum und den Maximumwert. In dem Fall würde ich mal sagen, wir machen einfach mal zwischen 2 und 3, irgendwas. Dann haben wir eine Skala, die sinnvoll ist für das, was wir tun wollen. Unter 2 Volt tut das Text sowieso nicht mehr. Hier kann man also die Dezimalstellen noch auf 1 dann, wenn man will, reduzieren, so wie jetzt. Und schon haben wir eine ganz schicke Skala für die Spannung des Ruvitec. Was man hier unten noch machen kann, sind bestimmte Schwellwerte setzen für Farbgebung. In dem Fall sinnvollerweise rot, wenn die Spannung zu niedrig ist, grün, wenn sie gut ist und vielleicht gelb, wenn man so im Warnbereich sind. Das mal nur als Beispiel. Man kann hier also beliebige Farben und beliebige Werte jetzt vergeben. In unserem Fall sinnvoll vielleicht irgendwas, keine Ahnung, 2,5, 2,7, unter 2,5 ist rot und drüber ist irgendwie grün. Hier ist die Base noch grün, das ergibt noch keinen Sinn. Die Base sollte eigentlich rot sein. Wir sollten also den oberen Wert eher grün machen, alles was, sage ich mal, über 2,8 ist oder so ähnlich. Das ist dann aber euch überlassen, was ihr da genau machen wollt. Und die Base wäre in dem Fall rot, weil die Base ist sozusagen alles unter den Werten und dann ist natürlich der Wert nicht optimal. Wenn wir das alles eingestellt haben, sehen wir hier oben so eine hübsche farbige Skala. Das ist ganz schick. Und dann sehen wir halt auch so ein bisschen, wo stehen wir. Momentan stehen wir ziemlich am rechten Rand. Mit 3,1 Volt sind wir also vor dem grünen Bereich. Sowas kann man natürlich auch für die Spannung von Autobatterien machen. Das zeige ich in einem der nächsten Videos mit einem Battery Guard auf Bluetooth-Basis. Könnt ihr schon mal euch drauf freuen und natürlich den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr es nicht. So, jetzt ist unser tolles Panel hier fertig. Jetzt schieben wir das noch ein bisschen kleiner, dass wir das auch sehen und haben jetzt ein Dashboard gebaut mit einer Temperatur von einem Ruvitec und einen Ruvitec Spannungsanzeiger. Das ist mal so der Einstieg und ich denke mal, das ist schon mal ein ganz guter Einstieg. Hier noch als kleiner Hinweis, man kann solche Dinge auch duplizieren. Das heißt, wenn ihr mehrere Tags habt, Ruvitex, könnt ihr einfach mal ein gescheites Dashboard bauen mit ein paar Panels und dann könnt ihr für die anderen Dinger das Ding einfach kopieren. Hier zeige ich euch noch kurz, wie das auf dem Handy aussieht, auf dem Smartphone. Das gleiche Dashboard, was wir gerade gebaut haben. Jetzt wieder mit Admin erstmal anmelden zum Spielen. Man kann auch andere User anlegen später. Dann kann man da oben das richtige Dashboard auswählen. In unserem Fall heißt es noch Vomo und man sieht die beiden Panels auch hier auf dem Smartphone ganz schick, natürlich ein bisschen anders, aber responsive Design, also da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Das Grafana passt sich automatisch an die Darstellung des jeweiligen Endgeräts. Jetzt noch zu den Alarmen, das ist ganz cool. Um einen Alarm zu machen, brauche ich einen Benachrichtigungskanal. Der einfachste Benachrichtigungskanal ist E-Mail.
Das heißt, ich trage jetzt hier mal einen New Notification Channel, mache ich E-Mail, trage eine E-Mail-Adresse ein, muss aber nach Anleitung von Grafana bitte noch einen SMTP-Server setzen. Das erkläre ich nicht, das steht im Handbuch ziemlich cool. Müsst ihr aber machen, sonst geht es nicht. So, jetzt habt ihr einen Notification Channel angelegt, der E-Mail heißt. Es gibt unzählige andere Möglichkeiten der Notifizierung. Da ist also wirklich spannend viel drin. Wenn man hier mal aufklappt, sehen wir, was es da alles gibt. Discord, da gibt es Telegram und Threema und Teams und alle möglichen witzigen Dinge. Ich nutze noch Telegram, da mache ich dann einen Bot. Auch das ist ein bisschen jetzt außerhalb unseres Scopes, aber auch dafür gibt es schöne Beschreibungen. Wenn ein Notifizierungskanal angelegt ist, kann ich den jetzt hier mit einem Alarm auch triggern. Das heißt, ich gehe jetzt hier in meine Temperatur rein, baue einen kleinen Frostwächter rein, sage also hier Alarm konfigurieren, sage, ich hätte gerne einen Alarm auf der Temperatur dieses Ruby-Tags. Und zwar nenne ich es einfach mal Frostwächter oder Frostwarnung. Sage, wenn es alle 30 Minuten bitte prüfen, wie die Temperatur ist, 5 Minuten lang, dann den Durchschnitt bilden und dann bitte dann alarmieren, wenn wir unter 2 Grad sind. Ja, ist below 2. Könnt ihr euch beliebige Werte hier vergeben, geht auch für die Spannung, die ihr vorgemacht habt, aber nicht mit dem Panel witzigerweise. Das ist eine kleine Einschränkung. Es geht nur auf bestimmten Panel-Typen. Also dieser Panel-Typ hier, der geht auf jeden Fall so ein zeitlicher Verlauf. So, jetzt sage ich hier, welcher Notifizierungskanal, es soll ein E-Mail-Alert rausgeben, schreibe ich hier noch Frostalarm in Großbuchstaben rein und dann bin ich eigentlich schon fertig. Hier kann ich noch prüfen. Momentan ist es grün, das heißt, wir haben keinen Frost bei 24 Grad, ist auch eigentlich ganz gut. Können wir also jetzt hier alles speichern. Und jetzt haben wir auch unseren ersten Alarm gesetzt. Ist eigentlich auch nicht so schwierig. Wenn wir jetzt das Panel anschauen, hat sich nichts getan. Wenn wir nochmal reingucken, stellen wir aber fest, nach dem Abspeichern, dass der Alarm jetzt im Panel sichtbar ist. Und zwar im Edit-Modus sieht man da rechts jetzt so eine kleine Linie, theoretisch. Da sieht man, dass rechts so ein rotes Herzchen ist neben dem Bildchen und da kann man eben sehen, dass der Alarm jetzt eben auch gespeichert wurde und dieses kleine Herzchen zeigt uns an, da ist der Schwellwert irgendwo, den sieht man jetzt hier nicht, weil der ist jetzt nur hier angedeutet. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in das Panel selber, dann sehen wir, dass dieses Teil nach dem Neustarten ein kleines Herzchen neben dem Wort Temperatur hat und das bedeutet, hier ist ein Schwellwert gesetzt und der wird dann irgendwann grün oder eben dann rot, wenn er erreicht ist. Das soll es mal gewesen sein mit dem Thema Grafana im Schnelldurchlauf. Ich weiß, das war relativ schnell. Hier nochmal der Versuch, auf einen Gauge einen Alarm zu setzen. Das geht nicht. Ihr könnt Alarme nur auf zeitliche Verläufe, wie zum Beispiel Graphen setzen. Also nicht wundern, da bin ich auch drauf reingefallen. Also geht halt noch nicht. Kommt vielleicht irgendwann. So, Grafana ist also durch. Das war's erstmal. Als nächstes gucken wir uns dann noch an, wie wir denn eigentlich die weltweite Zugriffe auf diese Geschichte hinkriegen. Kommen wir abschließend noch zur entscheidenden Frage: Wie greife ich denn nun weltweit auf die Daten aus meinem Wohnmobil zu? Ich habe ja jetzt Ruby-Tags und werde noch andere Bluetooth-LE-Geräte einbauen und ich will ja immer informiert sein, wie es meinem WOMO geht und welche aktuellen Parameter gerade vorliegen. Gehen wir in unserem Szenario also davon aus, dass wir einen Raspberry Pi im WOMO eingebaut haben. Wie das geht, habe ich ja gezeigt. Zum Zweiten haben wir einen Raspberry Pi gerade aufgesetzt, der als Server für InfluxDB und Grafana dient und dieser ist bei uns zu Hause. Mit viel Glück und etwas Reichweite haben wir jetzt noch einen WLAN-Router und dieser ist in der Lage, beide Geräte zu erreichen, sodass wir ein gemeinsames Heimnetz haben, in dem sowohl das Wohnmobil und der Raspberry Pi da, als auch das Haus mit dem Raspberry Pi Server zusammen drin sind. Auf die Art und Weise kann man jetzt innerhalb des Heimnetzes beliebig auf die Dinge zugreifen. Ich kann also mit einem Webbrowser zum Beispiel auf die Grafana-Datenbank zugreifen und die Daten visualisiert im Heimnetz abgreifen. Wenn ich nur unterwegs bin, gibt es eine gute Möglichkeit und eine nicht so gute Möglichkeit. Die gute Möglichkeit ist, ich baue einen VPN-Tunnel in mein eigenes Heimnetz auf. VPN oder VPN, dafür gibt es Software für die verschiedensten Heimnetzrouter, natürlich auch für die gängigen besonders einfach einzurichten. Dann kann ich von überall aus eine Verbindung in mein Heimnetz herstellen und über diese kann ich ganz normal auf den Raspberry Pi daheim zugreifen und eben dann auch auf die Werte, die das WOMO, wenn es denn daheim ist, darüber abliefert. Wenn ich unterwegs bin, kann ich theoretisch alle Werte im WOMO direkt abfragen, aber das ist nicht das Szenario. Wer keine Lust auf VPN hat oder ein bisschen etwas mutig ist, kann auch ein Port-Forwarding auf dem Router einrichten. Ein Loch, das von außen nach innen gebohrt wird und auf zum Beispiel die Grafana-Ausgabe zeigt.
Leider ist diese ja standardmäßig nicht verschlüsselt, so ergibt sich ein gewisses Gefahrenpotenzial und eine Angriffsmöglichkeit. Daher empfehle ich Port Forwarding eigentlich nicht. VPN ist sicher die bessere Lösung. Solltet ihr noch andere Szenarien im Kopf haben, so gehen die natürlich auch. Wenn euer Wohnmobil sowieso schon einen VPN-Router hat oder einen 4G-Router, mit dem ihr verbunden seid, dann könnt ihr natürlich mit dem auch die Verbindungen herstellen, sogar von unterwegs aus. Ich nehme aber an, dass ihr, wenn ihr so viele Technik in eurem Auto habt, auch wisst, wie ihr da weiterkommt. So, das war's jetzt mit dem Worldwide WOMO Video. Ich hoffe, es hat euch, obwohl es ziemlich techniklastig und ein bisschen arg Linuxig war, trotzdem Spaß gemacht und ihr nehmt ein paar Anregungen mit für eure eigenen Bastelprojekte. Ich würde mich über einen Daumen freuen, über ein Abo sowieso und es geht bald weiter mit neuen Bluetooth-Gadgets im Auto, die wir jetzt ja alle weltweit abfragen können. Ich freue mich schon drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dann, euer Schremper Tobias. Tschüss!